Paradoxon. Es ist konträr oder auch nicht. Was ist das Paradoxon? Das Paradoxon ist die Surrealität der Realität. Das Paradoxon ist das Verrückte, das normal ist. Das Paradoxon ist das Gegenteil im Gleichen. Das Paradoxon ist ein Ungleichnis, das gleich ist. Das Paradoxon widerspricht der Logik und ist doch logisch. Das Paradoxon bedeutet, dass das Gegenteil gleichzeitig wahr ist. Das Paradoxon kann sich selbst nicht erklären. Das Paradoxon versteht sich nur im größeren Zusammenhang. Wie kann man das verstehen? Das Paradoxon bringt die Dinge ins Gleichgewicht. Ja, es ist kalt draußen. Ja, es ist warm draußen. Zur selben Zeit, am selben Ort. Das ist paradox. Das widerspricht sich, aber es ist dennoch wahr. Das ist das Paradoxon. Die Temperatur draußen könnte man mit einem Thermometer messen. Das wäre eine objektive Darstellung der Wärme anhand einer Zahl. Doch die Bewertung dieser Zahl liegt im Auge des Betrachters. Für den einen ist es warm, für den anderen ist es kalt. Mit dem Paradoxon kann man Menschen verwirren, doch es ist nicht dafür gedacht. Es ist einfach ein Gesetz des Universums, dass alles paradox ist. Man nennt das auch Dualität. Es gibt zwei Pole, in diesem Fall warm und kalt. Beides ist immer gleichzeitig wahr. Ich könnte auch sagen, ich brauche Licht, ich brauche Dunkelheit zur selben Zeit. Ich brauche beides. Und doch sind sie die Gegensätze. Wenn nur Licht wäre, würde ich erblindet. Wenn nur Dunkelheit wäre, könnte ich nichts sehen. Ich brauche von beidem etwas im richtigen Gleichgewicht. Ich brauche Himmel, ich brauche Erde zur selben Zeit. Aber machen wir es komplizierter. Ich existiere nicht zur selben Zeit. Bin ich oder bin ich nicht? Ich, wer ist das? Mein Körper, mein Geist, meine Gedanken, meine Gefühle, meine Meinung, mein Leben, meine Existenz. Bin ich die Existenz? Oder existiere ich? Vielleicht beobachte ich nur die Existenz. Existiere ich vielleicht gar nicht? Aber was ist dann das Leben? Was bin ich? Bin ich du? Sind wir wir? Sind wir Gott? Was ist das Leben? Was ist die Existenz? Bin das alles ich? Oder gibt es mich nicht?
des Lebens eine Frage der Definition oder das große Mysterium. Was ist das Leben? Wie kann es etwas existieren, das nie angefangen hat? Wie kann es etwas geben, das es nie vorher gab? Wie kann aus nichts etwas entstehen? Wie kann etwas für immer da sein? Was ist die Unendlichkeit? Wie kann etwas unendlich sein, wenn alles ein Ende hat? Wie kann etwas Unendliches einen Anfang haben? Wie kann etwas ohne Anfang existieren? Wir werden geboren und wir sterben in der Unendlichkeit. Und doch haben wir einen Anfang und ein Ende in diesem Leben. Das ist das Paradoxon der Unendlichkeit. Es ist unendlich und doch auch nicht. Die Gegensätze sind gleichzeitig wahr. Das wird ein Mensch nie wirklich begreifen können. Es ist paradox, unbegreiflich. Ich sage, Gott existiert. Es gibt ein Schicksal. Und doch gibt es Entscheidungsfreiheit. Wie kann ich eine Entscheidungsfreiheit und doch ein Schicksal haben? Es ist konträr und doch auch nicht. Das ist das Paradoxon. Ich sage, du kannst frei entscheiden, was du tun möchtest. Doch, was du tun möchtest, kannst du nicht entscheiden. Das ist paradox. Gott kennt dich besser als du selbst. Er weiß, was du entscheiden wirst, bevor du es wusstest. Es gibt ein Schicksal, dem man folgen kann. Aber ist es dann nicht keine Freiheit, wenn man letztendlich doch nichts entscheiden kann? Man kann entscheiden und doch auch nicht. Haben wir dann keinerlei Verantwortung für all unsere Taten? Nein, wir haben immer die volle Verantwortung für unsere Taten. Denn auch wenn wir ein Schicksal haben, so wählen wir es doch auch. Es liegt in unserer Verantwortung, unser Schicksal zu wählen. Auch wenn es vorherbestimmt ist. Das ist das Paradoxon. Es liegt an uns, das Richtige zu tun, egal ob es vorherbestimmt ist oder nicht. Man hat immer die Wahl. Das Leben besteht aus Entscheidungen. Es gibt ganz viele Wege. Und doch kann man nur einen gehen. Der Weg, das Leben. Es hört da auf, wo es angefangen hat. Im Unbekannten. Darum gilt es gut zu behandeln, in der kurzen Zeit, die uns bleibt. Denn das Leben ist kurz, auch wenn es lang ist. Aber keine Sorge, es bleibt genug Zeit, denn das Leben ist lang, auch wenn es kurz ist. Und wer weiß, was danach kommt. Das Leben. Was für ein Paradox.